Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich dir, wie du ein animiertes Logo erstellen kannst in After Effects. Als erstes erstellen wir eine neue Komposition. Das kann man einerseits hier in diesem Feld machen oder man zieht das Logo, das wir animieren wollen, einmal von hier oben nach hier rein und erstellt eine Komposition, die ganz genauso groß ist wie die Datei, wie man hier sieht, mit transparentem Hintergrund natürlich. Wir wollen unser eigenes Format eingeben, so gehen wir auf Command oder Steuerung Z wieder zurück, erstellen hierüber eine neue Komposition und ziehen unser Logo einmal unten rein. Somit, es ist ein bisschen zu groß, gehen wir erstmal auf Transformieren, auf Skalieren und machen es etwas kleiner. Danach wählen wir das Logo aus und gehen oben auf Ebene und auf Pauschstift. Pauschstift wird uns jetzt Masken hieraus erstellen. Die Einstellungen bitte so übernehmen. Jetzt haben wir einmal das Ganze auch als Maske. Das Logo unten werden wir nicht mehr benötigen. Als nächstes nehmen wir den Effekt Kontur und ziehen ihn auf unser Logo. Bei Kontur wählen wir alle Masken aus und gehen bei Farbe auf eine beliebige, die wir haben wollen. Ich zum Beispiel hier schwarz. Dann stellen wir die Größe von der Kontur ein. Wie man hier schon sieht, verändert sich was. Beim Malstil stellen wir das Ganze von Originalbild auf transparent. Somit sieht man jetzt nur noch die Kontur und jetzt können wir die erste Animation von unserem Logo starten. Und zwar gehen wir einmal hier auf Anfang und stellen das Ganze auf 100%. Setzen den ersten Keyframe hier, wo man sieht, bei Effekt, bei Kontur einmal ausklappen, hier unten. Jetzt gehen wir 5 Sekunden nach vorne und werden das Ganze wieder von 100% auf 0% stellen. Und somit haben wir unsere allererste Animation von unserem Logo fertig. Natürlich kann man das auch viel schneller einstellen, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. Es füllt sich von selber die ganze Kontur, die wir über den Pauschstift erstellt haben. Uns natürlich noch ein bisschen zu langweilig, deswegen machen wir jetzt da noch ein paar kleine Sachen rein, dass das Ganze cool ausschaut. Als allererstes setze ich das ganze Projekt mal auf 10 Sekunden. Länger will ich das Ganze gar nicht. Das kann ich jetzt hier einfach auf 10 Sekunden ziehen. Oder wir gehen oben auf die Komposition, Kompositionseinstellungen und gehen hier bei der Dauer auf unsere 10 Sekunden und wir haben nur noch 10 Sekunden ausgewählt. Können wir den Keyframe auf 2 Sekunden setzen, so damit es ein bisschen schneller ist. Ich werde das Ganze mal auf halbe Qualität stellen, dann läuft es ein bisschen flüssiger und schneller. Auch ein kleiner Tipp, wenn ihr keinen guten Laptop habt, der voll packt oder halb, kann man hier sogar noch auf Drittel und Viertel stellen. Dann soll es aber wirklich funktionieren. Jetzt nehmen wir unseren ausgewählten Effekt, nicht den unteren, das Logo, das können wir entfernen. Wir nehmen einmal diese Animation, die wir erstellt haben, drücken Command C und wieder V, um das Ganze nochmal einzusetzen darüber. Wählen jetzt Kontur aus und löschen das Ganze. Jetzt gehen wir auf radiales Wischen und wählen einen neuen Mittelpunkt aus. Setzen den mal hier unten rechts ins Eck, somit dass es so nach oben wischt. Bei 2 Sekunden haben wir das Ganze fertig animiert und stellen mal das radiale Wischen etwas davor auf 1/25. Und hier oben auf Fertigstellung der Überblendung werden wir kurz schauen, wann unsere Animation wieder sichtbar ist und wann sie weg ist. Hier haben wir gesehen, hier ist der Anfang bei 90%. Das Ganze stellen wir jetzt kurz bevor die 2 Sekunden, kurz bevor es fertig ist, ein, setzen einen Keyframe und setzen den nächsten kurz dahinter auf 3 Sekunden wieder auf 0%. So, hier ist nochmal alles zusammen. Hier sieht man erst die Animation, dann fährt einmal weiß drüber. Schaut schon ziemlich cool aus und war ziemlich einfach. Jetzt zeige ich euch noch, wie man eine Unterkomposition erstellt und
warum man das Ganze macht. Die beiden Sachen hier, die werden wir jetzt zusammen markieren. Dann drücken wir einmal auf die Linkstaste und wählen hier unten Unterkomposition erstellen. Die Einstellungen würde ich genauso lassen, wie sie hier sind. Neue Unterkomposition öffnen danach. Hier ist unsere Unterkomposition. Und hier ist unsere Komposition. Wir haben einmal in der Komposition das alles hier drin und einmal übergeordnet können wir das alles bewegen. Jetzt wählen wir die Unterkomposition aus und werden unseren letzten Schritt animieren. Nachdem das Logo ganz gezeichnet wurde und ausgefüllt ist, wird es noch eine halbe Sekunde sichtbar sein und dann langsam verschwinden und kleiner werden. Da gehen wir auf Transformieren, gehen auf Skalierung, setzen hier einen Keyframe und bei einer Sekunde später ist es dann weg auf 0%. So, das ist alles. Eine Unterkomposition erstellt man zum Beispiel, um einen Überblick zu behalten. Wie zum Beispiel hier vorne kann ich das Ganze auch als Zoom benennen. Somit weiß ich, okay, hier habe ich den Zoom mit reingemacht, wo es nach hinten herausfährt aus dem Bild. Das macht man, um einen guten Überblick zu behalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt ein eigenes Logo animieren. Hier nochmal. So schaut das Ganze aus. Ist ganz einfach. Könnt natürlich das Ganze so schnell ausfaden lassen, einfaden. Auf jeden Fall viel Spaß und bis zum nächsten Mal.